Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute arbeite ich auf einem starren Untergrund, einem Malkarton, und den habe ich schon mit glänzendem Binder grundiert. Jetzt noch kurz trocken föhnen, dann ist alles bereit für meine Wischtechnik. Ich habe hier einige transparente Farben zusammengesucht, davon brauche ich aber nicht alle. Ich werde euch später sagen, welche. Meine Farben mische ich gleich mit Retarder. Ihr könnt aber auch Tapetenkleister nehmen. Er sorgt dafür, dass meine Farbe länger feucht und bearbeitbar ist. Dann nutze ich noch diese Fließtücher. Ja, leider hat sich an dieser Stelle meine Kamera verabschiedet. Ich werde euch aber erklären, was in der Zwischenzeit passiert ist. In der Zwischenzeit habe ich schon Paynes Grau mit 1/3 Retarder vermischt und dann mit einem breiten Pinsel aufgetragen. Das werde ich aber noch ein bisschen verstärken. Ich sprühe zwischendurch schon mal ein bisschen Wasser auf, damit die Farbe auch länger feucht bleibt, denn das ist die Bedingung für unsere Technik. Ihr seht, wie schön transparent die Kleisterfarbe oder Retarderfarbe jetzt ist, und man kann mit ihr sogar einfach nur Muster machen. Das feuchte Babytuch lege ich über meinen Zeigefinger und dann kann die Reise losgehen. Ich nehme immer wieder eine andere Stelle des Tuches, damit die Spuren auch schön hell bleiben. Ich sehe das Ganze spielerisch, nehme den Druck raus und vertraue mich dem Prozess an. Keine Idee, wo das wohl hinführen soll. Mit dem trockenen Pinsel kann ich das Ganze ganz toll verschmieren. Total spannend. Ich sprühe noch etwas Wasser auf. So bleibt die Oberfläche lange feucht, aber das Wasser macht später auch Texturen, werdet ihr sehen. Jetzt kommt der Goldocker ins Spiel, gemischt mit Retarder.
Ich wische nur ganz zart darüber mit dem Babytuch und die Textur entsteht auch, weil ich vorher mit Wasser gesprüht habe. Mit dem Babytuch kann ich fast bis aufs Weiß des Malkartons zurückwischen, eben weil der Malkarton mit Acrylbinder gut grundiert wurde. Das Ganze ist für mich einfach ein Prozess vom Auftragen, Abtragen, Hinzufügen, Wegnehmen. Ich schaue einfach, was passiert. Statt mit dem Babytuch kann ich auch mit einem trockenen Pinsel Spuren in die feuchte Farbe machen. Auch dieses Blau habe ich für alle weiteren Farben mit Retarder vermischt. Ich trage einfach nochmal etwas Dunkleres auf. Solange die Farbe feucht ist, kann ich einfach nochmal von vorne anfangen. Habe nochmal Wasser auf die Oberfläche gespritzt und jetzt kann ich mit dem Tuch darüber reiben und kleine Sprenkel erzeugen. Wenn ich etwas fester reibe, entstehen auch andere spannende Strukturen.
Das Ganze muss jetzt wirklich gründlich trocknen. Am besten lasst ihr es einen ganzen Tag liegen. Am nächsten Tag versiegle ich die Oberfläche nochmal mit Acryllack oder aber mit Acrylbinder. Anschließend muss auch das gründlich trocknen. Zu diesem Zeitpunkt betrachte ich mein Bild einmal aus der Distanz und aus allen Richtungen, um die Komposition besser beurteilen zu können. Die im experimentellen Prozess entstandenen linearen Strukturen werde ich jetzt ausarbeiten. Das heißt, ich betone Licht und Schatten, um die Dreidimensionalität zu verstärken. Voilà, mein Ergebnis. Waren ein paar Inspirationen für euch dabei? Ich hoffe doch. Bleibt mir gewogen. Tschüss, ihr Lieben.